dass du wieder zurückgekommen bist zu einer neuen Folge des Stanley Parable 2. Ich habe tatsächlich gedacht in der letzten Folge, dass ich das Projekt abschließen kann, habe aber in der letzten Zeit, in den letzten Wochen das Spiel nochmal so off-cam aus Langeweile gespielt, ob ich da noch was entdecke. Und tatsächlich, ich habe noch was entdeckt. Und das würde ich euch ganz gerne in diesem Video zeigen und dazu springen wir ohne großes Gerede ins Spiel rein. Wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, oben rechts auf das i zu klicken, falls es nicht aufgeht. Es kann auch sein, dass es sich öffnet. Und dann die vorherigen Videos anzuschauen. Sind teilweise echt witzig. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge war. Ich meine aber ja, da waren wir auf so einer Pressekonferenz. Ich kann ja mal eben ganz kurz mal nachsehen auf YouTube, ob es die letzte Folge war. Ja, es handelt sich dabei um die letzte Folge. Da haben wir eine Pressekonferenz abgeben müssen vor sehr, sehr, sehr vielen Leuten. Ich kann ja vielleicht noch mal kurz was einblenden, wenn ich die Videodatei noch habe. Ja, auf jeden Fall werden wir dasselbe quasi nochmal machen, nur mit Eimer. Denn was ich in der letzten Zeit nicht bedacht habe, dass ich da keinen Eimer hatte. Ich will euch zeigen, was passiert, wenn wir dasselbe nochmal mit dem Eimer machen. Und dazu gehen wir einmal ganz fix zum Büro des Chefs. So, da sind wir schon. Mit Eimer im Büro vom Chef. Ja, ich meine, der Code war 2845. Ja, perfekt. Genau, das ist jetzt hier noch alles gleich. Gut, und dann fahren wir jetzt einfach mal mit dem Aufzug nach unten. Zack. Alles soweit noch ganz normal. Jetzt werden wir gleich wieder vollgetextet. Oder auch nicht. Wir werden mit Bucket nicht vollgetextet? Okay. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. So, und jetzt fahren wir einfach wieder hoch. Quasi genau dasselbe, was Stanley wir said to the bucket. in der letzten Can we Folge go gemacht back haben. up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Okay, das, was der Erzähler sagt, ist anders. Das gehen wir nochmal im Büro. Jetzt bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. Okay, was passiert, wenn ich jetzt... Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Okay. Das habe ich off-cam nicht ausprobiert. Aber interessant. Ah, ich glaube, dass man dadurch dann das Steam-Achievement sich holen kann. Ah, okay, das ergibt Sinn. Naja, fahren wir mal wieder runter. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. So, ich habe keinen Bock mehr. Komm, wir fahren wieder hoch. Ich liebe Aufzugfahren. Mein Bucket auch. No, 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 said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Ja, die Nummer 3, die bedeutet mir einiges. Ich liebe die 3. Die hat nämlich so
2 schöne, halbgeschwungene Bäuche. Das sieht so schön aus. Ich liebe einfach die 3. Ne, Bucket, du doch auch. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Okay. Naja, dann tun wir das einfach mal, was der Erzähler sagt, und gehen wieder zurück zum Elevator und fahren wieder nach unten. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Fuhr der Aufzug nicht langsamer jetzt? Nee, komm. Ist der Erzähler jetzt sauer oder warum sagt er nichts? Said Stanley. I know what to do. I know how to fully express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. Ich will keine Pressekonferenz. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. Geil, jetzt dürfen wir eine Pressekonferenz halten über die For months he Zahl 3. advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. Aha. Komm, Bucket, das kriegen wir schon irgendwie geschaffen hier. Eine Pressekonferenz über die Zahl 3 zu halten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich... Das war doch mal eine Minecraft-Tür, oder nicht? So der Sound. Geil! To Stage 333333333. Geil. This was it. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. Ich scheine ja die Zahl 3 ja wirklich zu lieben. Wenn ich die schon hier an meinen Spiegel ranklebe. Was lese ich da für ein Buch? We again, we again. Ah ja. Was? The Stanley Story. Okay. Also 3 nochmal oder nochmal 3. Die Geschichte von Stanley oder die Stanley-Geschichte. Okay. Ich höre schon die Leute, die sind sicherlich aufgeregt. Komm, wir gehen auf die Stage. Und halt unsere Pressekonferenz über die Zahl 3. There was no one here. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure, and in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. There would be no connection, no deeper understanding. The bucket merely sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious,
that any sense of real respect between them had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Es war keiner da. Es war einfach keiner da bei unserer Pressekonferenz. Wir sind doch so langweilig. Wir sind langweilig. Das macht mich so traurig. Okay. Ja, ich habe noch ein weiteres Ende entdeckt. Per Zufall tatsächlich. Ich dachte tatsächlich, dass es ein Bug sei, wo ich gelandet bin. Aber nein, tatsächlich ist das gewollt, dass man da hinkommt. Und dazu müssen wir zu einem bestimmten Ort gehen, nämlich zum Gedankenkontrollzentrum. Ohne Bucket dieses Mal. Dies kann man auch mit Bucket machen, aber wir schauen uns jetzt alles mal ohne Bucket an und ich laufe da jetzt einfach mal hin. Ich habe keine Ahnung, wie man da überhaupt hinkommt. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. So, 2, 8, 4, 5. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Das ist neu. Seit wann kommt da Musik? Seit wann? Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Wieso kam da jetzt Musik? Das beunruhigt mich jetzt so ein bisschen. Bin ich etwa doch jetzt falsch? Ich habe keine Ahnung, wie komme ich zum Gedankenkontrollzentrum? Ah nee, ich bin doch richtig. Ich habe schon hier durch die Rohre schimmern gesehen. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja gut, komm. Da gehen wir mal rein. Denn hier gibt's was ganz Tolles, was wir machen können. Komm, wir machen mal das Licht an. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja gut, aber da kann man jetzt hier lang gehen, dann kommt man ja zu dem normalen Ende dann da lang. Ich gehe da jetzt einfach mal auf den Stuhl, auf den Tisch und springe da runter. Ich dachte tatsächlich, das ist ein Bug. Aber das ist gewollt. Hört zu. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. Ach was. Here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, with secrets and Easter eggs. How about this? We wrote a new piece of music just for this section. You won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. Komm, leg los. We call this track, Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Good job, you did it. Good job. Ja. 3, 2, 1. Good job, you made it to the bottom of the mind control facility.
Boah, das fetzt. Jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug, but now it's an ending. Boah, ist mein Lieblingssong. Now it's an ending. Das gefällt mir. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier and chase your dreams. But railings don't mean anything. Good job, you did it. 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 Boah, geil, das hat gefetzt. Okay, wenn ich den Erzähler Glauben schenken darf, dann war das tatsächlich wirklich ein Bug. Dann sollen sich da die Leute halt da über Instagram da so eine Story aufgemacht haben, sage ich jetzt einfach mal, um den Entwicklern entweder mitzuteilen oder alles allen mitzuteilen, ey, wir haben einen Bug im Spiel gefunden. Nämlich, dass man da runterspringen kann. Und die Entwickler dachten sich so einfach mal so, nö, wir fixen den Bug nicht. Wir bringen den Bug einfach ins Spiel mit ein. Und haben dann den Song da reingebracht. Geile Idee. Das Spiel hat einfach so einen großen Humor, das gefällt mir. Oh, ich finde das Spiel großartig. Gerne nochmal ein Stanley Parable 3. Bitte. Boah, das wäre so geil. Okay, dasselbe können wir jetzt auch nochmal mit Bucket machen. Ich denke, ich gehe da mal eben hin. Was mich interessieren wird, ob die Musik wiederkommt. 2, 8, 4, 5. Nö, okay. So, da bin ich jetzt. Wir machen jetzt genau dasselbe quasi nochmal mit Bucket. So, damit wir besser sehen, machen wir mal das Licht an. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mit dem Bucket runter. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next? Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. Ja, das stimmt. Sich dort So gemütlich they set up a machen. little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. Okay. Bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Ja, das glaube ich, dass sie so lange warteten. Okay, die haben sich da tatsächlich wortwörtlich da unten gemütlich gemacht.
bis Stanley irgendwie nicht mehr ganz zufrieden war. Okay, das waren tatsächlich die Endings, die ich per Zufall entdeckt habe. Ich werde da, wenn ich Langeweile habe, nochmal öfters hier durchlaufen und mal gucken, ob ich noch was finde. Wenn ihr noch was gefunden habt, was ich noch nicht gezeigt habe, gerne damit ab in die Kommentare. Und ja, falls ich nichts finden sollte oder ihr da auch nichts findet, dann werde ich das Projekt abschließen und ja, ich warte da jetzt erstmal noch ein paar Wochen, nachdem das Video veröffentlicht ist, ob ich da von euch noch was höre oder ob ich da noch was finde. Okay, dann sage ich einfach ciao, bis zum nächsten Video, was auch immer das sein wird. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.